Tag, ihr beiden. Moin. Schön, dass ihr nach einer ziemlichen Tour, habe ich gehört, das hierhin geschafft habt. Wie war der Tag bislang so? Ja, der zieht sich jetzt so langsam in die Länge. Aber war witzig. Aber okay, so? Was Ich würdest du sagen? würde sagen, man hat leichte Startschwierigkeiten. Min ist auf jeden Fall nicht der begnadetste Autofahrer, sagen wir es mal so. Ach so, solche Startschwierigkeiten. Okay. Also wir haben extra für dich nochmal hier die Fenster geputzt und ich finde wirklich sehr, sehr coole Aussicht hinter uns. Jetzt ist das eine Zuschauerperspektive und du hattest das große Glück, 7 Jahre die Spielerperspektive zu haben. Wir steigen einfach mal ein mit einem Rating. Was ist die schönste Perspektive für dich in diesen 7 Jahren hier in dem Stadion gewesen? Einlaufen zum Warmmachen aus dem Tunnel, Freistoß vor der Süd oder nach dem Abpfiff feiern mit den Fans vor der Süd? Was ist Platz 1 bis 3? Platz 1 ist für mich ein Einlaufen zum Aufwärmen, also quasi dieser Weg, Tunnel und das Bild vergrößert sich und ja, du siehst einfach dann natürlich hier die immense Größe. Freistoß vor Süd und was haben wir noch? Und Jubel mit den Fans nach dem Abpfiff. Also ja, dann würde ich sagen, jubeln mit den Fans nach dem Abpfiff und danach kommt Freistoß. Freistoß auf die 3. Genau. Okay. Aki Watzke hat mal gesagt, dass er sich manchmal abends also er kann es natürlich auch, in das ganz leere Stadion setzt und sich das einfach mal so auf sich wirken lässt. Und du hast tatsächlich, wir haben da gerade schon vorher drüber geredet, in der 4. Folge dieses Podcasts, in der du zu Gast warst, mal gesagt, ich kann ganz gut alleine sein. Hast du das mal gemacht? Also jetzt vielleicht nicht irgendwann abends, aber nach dem Spiel dich mal in nach dem Stadion Spiel nicht, gesetzt? aber jetzt vor kurzem, ja. Wirklich? Ja. Also ich war nicht ganz alleine, weil man muss am Ende auch sagen, das Stadion lebt jeden Tag. Ja. Und es sind immer Stadionführungen hier. Ja. Also das heißt, ja, es ist am Ende so, du wirst da nicht drum rumkommen, allein zu sein. Ja. Und nach dem Spiel ist es mir bislang auch noch nicht eingefallen zu sagen, pass auf, ich warte mal, bis alle weg sind und dann setze ich mich irgendwie noch mal irgendwo hin. Aber da war ich mit 2, 3 anderen schon sehr allein, ja. Und das war dann schon doch, hat auf jeden Fall was. Aber auch kein Lärm. Also lustigerweise war Min auch da. Hast du Stadiontour gemacht? Ja, habe ich. Und nee, das war schon cool. Also genieße ich auch mehr, als wenn jetzt hier super viele Leute auf dem Platz arbeiten würden und dann mehr Lärm. Aber es war fand ich sehr still. Es war ein gutes Wetter. Wie gesagt, ein paar Stadionführungen waren da. Also man konnte die ganz gut beobachten, wie sie um den Platz laufen und dann ihre Station abklappern. Aber nee, da hat man 1, 2 Mal auch so ein bisschen einfach, wenn du da die Ruhe hast, dann nimmst du das nochmal ganz anders wahr. Genau. Und diese Ruhe, stimmt dich das schon ein im Sinne von, okay, das war's bald? Weil du bist ja in den 7 Jahren bist ja nicht immer hier, weißt du? Weil, wisst ihr, was krass ist? Du fängst an, in solchen Situationen über Dinge nachzudenken, was ist jetzt erstmal nicht so krass, aber das geht um das Prinzip, über welche Dinge denkst du nach? Jeder würde jetzt sagen, okay, setz dich oben drauf und du wirst, keine Ahnung, sentimental, du spielst die ganzen 7 Jahre nochmal vor deinen Augen vor und überlegst über manche Situationen. War bei mir gar nicht der Fall. Ich hatte eine Frage, was heißt eine Frage? Es war eher, was mir in den Sinn kam, war, ich saß da drüben, also quasi auf der Ost, sehr weit links, also Richtung Gästeblock. Und gucke auf unsere Trainerzone, sozusagen, Trainerbank, Trainerzone. Und meine erste Frage, die ich mir gestellt habe und die mich echt nicht losgelassen hat für fast eine Stunde, würde ich sagen, ich war nur so, krass, wie viele Trainer da schon standen und versucht haben mit ihrer jeweiligen Mannschaft, also das geht jetzt nicht nur um in meiner Zeit, sondern es geht, keine Ahnung, Jahrzehnte. Ja, seit 74. Und wie viele versucht haben oder auf ihre Art und Weise ihre Mannschaft angewiesen haben, Dinge zu tun, gecoacht haben, Siege gefeiert haben, Niederlagen wahrscheinlich dann auch verkraften mussten und. Und dann fängst du natürlich an zu sagen, okay, ich hatte die Trainer und dann gab es aber noch den. Und dann musste ich irgendwie an Ottmar Hitzfeld auf einmal denken. Warum auch immer, keine Ahnung. Ja. Ich habe gar keine Berührungspunkte mit Ottmar Hitzfeld, aber so, ja, krass. In seinem Trenchcoat stand die standen alle da. Ja. Also wenn sich jetzt nicht die Seite groß
gewechselt hat. Selbe Seite, aber damals hattest du noch so eine Box, also als Ersatzspieler hast du fast nichts gesehen, weil du saßt quasi in so einer Kiste drin. Okay, nee, genau, das ging mir dann so. Also vielleicht ein bisschen... Zu lange durch den Kopf? Also sehr lange, ja. Sehr ich habe sehr lange und ich habe dann auch teilweise Min und so dann auch gefragt, so, das ist eigentlich schon verrückt, oder? Und so, ja, also das ist so, das war ja so ein bisschen, sagte ich so, das geht dir jetzt durch den Kopf, so, weißt du, wenn du da jetzt so hinguckst. Ja, aber mal ganz ehrlich, wenn wir da weitermachen, auch krasse Trainer von auswärts, von Gästeteams, die hier mit Wahnsinnsmannschaften aufgelaufen sind und verloren. Aber ich meine, Diego Simeone war hier mit Atletico Madrid und hat 4 Stück gekriegt. Ich weiß gar nicht, ob der jemals in Europa 4 Stück gekriegt hat. Das weiß ich auch nicht. Ne? Also das war schon eine Nacht irgendwo. Ja, gut, ja, absolut. Aber du denkst ja so in der Gegnerzone. Ich meine, ich war ja auch irgendwann mal, mein damaliger Trainer von Leverkusen war ja auch dann damals da mal irgendwie. Ja. Oder meine Trainer allgemein. Und das ist aber irgendwie so für dich so ein Stück weit so, das ist normal. So, da kommen halt, nächste Woche ist wieder ein neuer Trainer und 2 Wochen später wieder ein neuer Trainer und 3 Tage später vielleicht wieder ein neuer Trainer. Aber so die Heimtrainer, die haben ja, also da ist ja grundsätzlich das Ziel, eine erfolgreiche Geschichte mit einem Trainer zu haben, so lange wie möglich. Das wäre ja eigentlich so das Optimum. Ja. Und trotzdem ist es ja einfach so, dass Fußball so schnellläufig ist oder so schnelllebig, eher gesagt ist. Und durch Situationen ändert sich das halt auch immer wieder. Und da dachte ich mir dann so, krass. Ja. So, wie viele das jetzt in den letzten 20 Jahren waren können, wüsste ich nicht. Also wie viele, was das für eine Anzahl wäre. Aber allein schon zu sehen, jeder macht es auf seine Art und Weise irgendwie anders. Ja, da musste ich irgendwie dran denken. In dem Moment. Wir kommen dazu, wie du gewirkt hast auf dem Platz. Ich glaube, dass du schon in der Zeit wirklich auch eine Menge Menschen mit deiner Art Fußball zu spielen, mit deinem Fußball hier begeistert hast. Kleines Beispiel, mein Patenkind hat letzte Woche gesagt, besorg mir noch ein Trikot. Ich sage, wenn wir es hinten drauf haben, bitte den Julian Brandt. Was ich mich nur frage und was ich dich fragen möchte, hast du rückblickend das Gefühl, dass du es vielleicht ein bisschen schwerer hattest als andere, so diese klassischen BVB-Fans, die hier seit zig Jahren ins Stadion gehen, von dir und deinem Fußball zu überzeugen? Weil man könnte jetzt so boulevardesk sagen, ja, der Ballstreichler beim Malocha Club. Ich glaube, dass hier nach wie vor logischerweise durch die ganze Geschichte des Vereines oder der Umgebung eine Philosophie herrscht, die auch implementiert werden soll auf dem Platz nach wie vor oder die erwartet wird. Und ich glaube grundsätzlich, wenn man Fußball denkt, dass ich natürlich auch bei vielen oder ich kann mir gut vorstellen, dass ich bei vielen in eine Situation komme, wo ich weiß gar nicht, wie man es genau sagen soll, aber wo ich so ein bisschen spalte. Der eine ist so ein bisschen, ja, voll geil und ich weiß das und weiß nicht, liebt das Risiko und macht vielleicht auch Sachen, wo man sich an den Kopf fässt und sagt, Digga, was machst du da oder so. Und andere gibt's eher, die dann sagen, ja, ist nicht mein Fall. Was völlig normal ist, weil ich glaube, kein Mensch auf der Welt findet jeden Spieler gut oder schlecht. Aber was ich für mich halt so einfach über die letzten Jahre so ein bisschen so entdeckt habe, ist einfach, dass meine Art und Weise, wie ich Fußball nicht nur spiele, aber auch sehe oder denke, so ist, wie sie halt ist. Und ich habe es versucht, so zu interpretieren, wie ich es halt immer schon interpretiert habe. Und aber auch mit dem Wissen, dass es dann Leute gibt, die, glaube ich, mich gut in Erinnerung behalten werden. Und es aber auch welche gibt, die sagen, war jetzt nicht mein Fall, weil ich bin eher Fan von den, keine Ahnung, ich nehme jetzt mal den Bender oder vom Kehl oder was auch immer. Und das ist ja auch völlig in Ordnung. Also das ist ja das Schöne auch am Fußball, dass man so viele Spiele hat, wo man sagen kann, mit dem identifiziere ich mich mehr als mit dem. Also ich habe da überhaupt keine Probleme mit, dass ich jetzt irgendwie das Gefühl habe, okay, jeder muss jetzt irgendwie das Fazit über mich haben, boah, war ein toller Spieler. Und überhaupt nicht. Gar nicht. Aber ich bin natürlich froh, wenn es viele gibt, die sagen, hey, pass auf, ich habe es genossen in der Zeit, hat mir auch vielleicht mal das eine oder andere Haar gekostet auf dem Kopf, aber so, das ist am Ende, wie du darauf kommst. das ist am Ende, ja, dann bin ich mit dem super zufrieden und schaue ja selber hier auf eine Wahnsinnszeit zurück und das ist für mich unabhängig vom Spielerischen, aber auch menschlich würde mich das logischerweise freuen, wenn es da Leute gibt, die sagen, hey, pass auf, war ein, keine Ahnung, feiner Kerl und
geh da mit einem guten letzten Gedanken kann man sich davon trennen in dem Sinne. Was mir oft aufgefallen ist, wenn wir hier Spielreporter sind, kriegen wir immer Live-Daten und oft sind es Maxi und du, die mit die meiste Distanz zurücklegen bei so einem Spiel. Also man könnte sagen, du bist qua der Zahlen ja schon ein Malocher im eigentlichen Sinne. Du hast aber auch, als du hier hingekommen bist, gesagt, mir sind Spaß und Freude am Fußball am wichtigsten. Inwiefern hast du diesen Spaß, diese Freude hier auch gefunden? Überwiegend. Natürlich ist es so, dass zur Arbeit, also grundsätzlich muss ich sagen, laufen konnte ich eigentlich immer. Aber klar, es gehört natürlich auch im Größten und Ganzen, glaube ich, gibt es auch einfach viele Phasen, wo es dann mal hier erwartet wurde, dass es auch mal knallt. Und es war nie mein Naturell, natürlich der große Zweikämpfer zu sein. So, ich glaube, das ist einfach so. Ich wusste auch immer, dass ich mich da auch einfach stetig weiterentwickeln kann. Aber grundsätzlich das Fußballerische, das hier zu gewinnen, mit tollen Fußballern zusammenzuspielen, so diesen Kern des ganzen Hobbys so ein bisschen auf dem Platz wiederzufinden, so das war sehr, sehr oft so. Und dann natürlich dann in so einer großen Masse das dann zu feiern, uns zusammen zu feiern. Also man feiert dann ja nicht nur die Mannschaft, die auf dem Platz steht, sondern den Verein an sich, weil der Verein hat gewonnen. Das hat mir viel Spaß bereitet und das war oft so. Und klar gab es auch Niederlagen, wo es dann weniger Spaß gemacht hat, aber das ist ja am Ende auch einfach Teil des Sportes. So. Gehört halt dazu, ne? Und wenn du jetzt zum Beispiel, ich blicke jetzt gerade nach draußen, rausguckst, in den letzten 7 Jahren, was ist so der erste Moment, was dir durch den Kopf schießt, wenn du das jetzt so siehst, Stadion im Hintergrund? Ein Moment, den ich tatsächlich nicht vergessen werde, unabhängig von den ganzen, über die man ja immer wieder redet. Aber was ein besonderer Moment für mich zum Beispiel war, auch das war das erste Bundesligaspiel, da habe ich, glaube ich, mein erstes Bundesliga-Tor direkt für Dortmund geschossen. Und ich kam gerade ich habe mir einen Fasos zugezogen, deswegen konnte ich beim Supercup nicht dabei sein. Und beim Pokalspiel meine ich, und bin dann von der Bank gekommen. So, und dass das dann so funktioniert vor der Südtribüne, erstes Spiel, ist ja auch wichtig, wie kommt man in so eine Saison rein, gerade als Spieler, der gerade dazu neu gekommen ist. War das zum Beispiel ein besonderer Moment, wo ich dann Spaß gespürt habe, wo ich aber auch feiern konnte vor der Tribüne, aber mit den Spielern allgemein, einen guten Start in die Saison gehabt. Ja. Das hat dann vieles gepasst. Ich kann es dir nicht ersparen, weil du es einfach selber auch gesagt hast. Drama gehört zu Borussia Dortmund dazu. Drama gehört auch zu der Zeit, in der du warst, hier dazu. Ich habe natürlich ein paar Sachen recherchiert vorher und mir ist nochmal aufgefallen, vorletzter Spieltag 23, ihr seid in Augsburg. Du machst sogar noch das Tor zum 0:3, rutscht auf den Knien Richtung Eckfahne in Schlottis Arme und ganz Deutschland sagt, jetzt macht's der BVB. Und dann kommt trotzdem nachher diese Monster-Enttäuschung. Also wie blickst du da heute drauf? Ganz weit in eine Schublade gesteckt oder wie gehst du damit um? Nö, ich bin tatsächlich, wenn mich jetzt jemand drauf anspricht, rede ich da super offen drüber, weil am Ende es ist ein, wie soll ich sagen, ein sportliches Erlebnis gewesen im negativen Sinne, weil ich habe das damals relativ frisch nachdem, ich glaube, da ging die neue Saison los, gesagt, für mich, oder wenn du Spieler bist und jahrelang das schon machst, dann bist du, so dumm das klingt, aber du wirst irgendwann emotional ein bisschen stumpf. So, die Hälfte der Mannschaft hat ja selber gefühlt geweint. Das meine ich jetzt in dem Sinne gar nicht, sondern du spürst das schon, aber du merkst quasi, wie du mit gewissen Dingen umgehst und kannst es irgendwie schneller verkraften, weil du es einfach gewohnt bist. Für mich war aber mit das Schlimmste, und das werde ich bis heute nicht vergessen, oder werde ich allgemein, glaube ich, nie vergessen, wir sind dann, also erstmal, wie die Südtribüne reagiert hat, weil das war eine pure Enttäuschung und ich glaube, also jede Reaktion von Traurigkeit bis zu ein Stück weit Wut wäre irgendwie verständlich gewesen, weil ich glaube, in solchen Situationen denkt man nicht rational und sagt, schön, dass wir noch rangekommen sind und dass dieser Traum noch gelebt hat, sondern man ist dann am Ende, nee, dieser Traum ist gerade geplatzt und jeder reagiert anders drauf. Erstmal die Reaktion
Und dann sind wir ja noch da, zumindest unten an dem Zaun, so ein bisschen lang. Ja. Und dann war aber das Härteste an dem Ganzen für mich war, die Gesichter zu sehen und diese Traurigkeit in diesen Gesichtern zu sehen und zu wissen, Digga, fuck. Wir haben nicht nur uns gerade irgendwie was, oder es nicht geschafft, uns ein Ziel zu erfüllen, sondern wir haben es eigentlich nicht geschafft, diesen Traum oder dieses Erlebnis zu geben. Weil wahrscheinlich, wer weiß, was da noch passiert wäre da die nächsten Tage. So, weißt du, was ich Am meine? Tag ist jede Matratze im Wohnzimmer für einen Tausender weggegangen. Genau. So, und dementsprechend war das so ein bisschen eher so das, was einen echt mitgenommen hat. Ja. Weil du ja stellvertretend einfach für die auch auf dem Platz stehst. So, ne? Es ist ja nicht nur so, dass wir alles selber Fußballer geworden sind, weil wir es machen, aber wir stehen ja auch dann für jeden einzelnen Mann, jede einzelne Frau, jedes einzelne Kind auf dem Platz stellvertretend, um dem Verein zum Siegen zu verhelfen. Das war für mich brutal, noch brutaler als dann das Unentschieden selbst. Und da war schon, wo ich sagte, so, ich brauche 4-5 Tage jetzt mal wirklich, wo ich weggehe, um das erstmal so ein bisschen einordnen zu können. Hast du dann auch gemacht wahrscheinlich. Ja. Okay. Hartes Break, 21, ihr holt den Pokal in Berlin, keiner guckt zu. Min und ich wissen, die Feier im Hotel nachher war trotzdem gut und wir haben ja auch die Bilder noch aus der Kabine vor Augen und so. Es war eine verrückte Zeit und es fühlt sich auch irgendwie komisch an, da jetzt nochmal zurückzublicken in diese Pandemie. Aber Fakt ist halt, du hast einen großen Titel geholt, der genau diese Leute, die du gerade ja beschrieben hast, halt zu Hause in ihrem Wohnzimmer begeistert hat und nicht in den Stadien. Trotzdem hast du aber auch mal gesagt, ich bin hier nie um Borsigplatz gefahren. Also 2 Fragen. Was macht diesen Titel dann? Ist das dann ein ganzer Titel? Fühlst du den so richtig 2021? Und was machst du mit diesem Gefühl so, boah, es wäre so geil gewesen, hier einmal diese ganze Wucht zu spüren? Klar, also am Ende, ja, es ist was wo so ein bisschen so ein Teil fehlt, weil man es einfach nur aus Erzählung kennt, logischerweise. Für mich schmälert das den Titel nicht, weil die Situation einfach so war, wie sie ist und sie war weltweit so. Also es war jetzt nicht so, dass das irgendwie ein nationales Thema war und wir durften aus irgendwelchen unerklärlichen Gründen hier ohne Fans zu spielen, sondern es war einfach ein Thema weltweit und in dem Sinne konnte da keiner was dran ändern. Und ein geiler Run und ein geiles Finale. Absolut. Und das kann einen auch am Ende keiner mehr nehmen. Also ich finde, der Pokal ist jetzt nicht weniger Gold, als wie wenn er jetzt in den nächsten Jahren vor Publikum gewonnen wird. Ja. Hoffentlich. Es ist was mich tatsächlich, also ich schaue dann immer gar nicht so auf die einzelnen Geschichten, aber was mich dann immer so, wo ich dann denke so, shit, ey, du warst echt kurz davor. Aber wenn man mal überlegt, wir haben uns das Thema angesprochen mit dem Einspiel hier. Wir hatten ein Jahr später das Thema in London. Ja. Ich war kurz davor, eigentlich jeden Titel mit dem BVB zu gewinnen. Also ich kam her, ich habe es gerade angesprochen, okay, Supercup war ich selber jetzt gar nicht dabei, weil ich verletzt war, aber war ja dann zumindest schon mal Teil des Teams. Die Jungs haben das super gemacht, haben Bayern geschlagen. Wir haben im 2. Jahr der DFB-Pokal dann geholt. Ich glaube dann mein 4. Jahr war das, glaube ich, weiß gar nicht genau. Dann die Geschichte mit der Meisterschaft, das Jahr drauf Champions League und du hättest eigentlich mit vollen Händen da sein können, so, weißt du, was ich meine? Und du denkst dir so krass und so, und da fehlten vielleicht 2 Meter beim Spiel gegen Mainz und dann in London. Ich meine, am Ende, ich habe mit Toni Kroos dann nach dem Spiel noch geredet, er sagt, ey, hättet ihr uns in der ersten Halbzeit gekillt, dann wäre es für uns echt schwer geworden. So, und da merkst du ja einfach so, das ist schon einfach super eng beieinander. Ja. Und das ist ein bisschen das, wo ich sage, okay, da tritt bei mir natürlich Wehmut auf, weil ich sage, boah, was wäre das alles, was hätte alles sein können? Da komme ich aber jetzt wieder zur Abgestumpftheit so ein bisschen. Ich komme dann für mich damit klar, das einfach einzuordnen und zu sagen, hey, pass auf, aber trotzdem macht es für mich die Zeit hier nicht weniger wertvoll. Okay. Also ich mache den Wert eines Vereines oder meines Daseins hier beim Verein dann nicht abhängig von materialistischen Sachen oder von Erfolgen. Ich weiß, im Fußball geht's darum, das ist auch völlig normal und
Ist auch völlig, am Ende spielen wir dafür auch Fußball, ich will ja auch gewinnen. Aber das ist für mich jetzt, also wenn ich jetzt sage, die Zeit war 10 von 10, dann wäre es nicht eine 11 von 10, nur aufgrund von 2 weiteren Titeln. Ja. So, und dazu stehe ich dann schon sehr, weil ich einfach da geht es einfach zu sehr auch um andere Momente, in Frühjahren, in Herbst, im Sommer, was man dann alles erlebt, was man alles für Spiele hier hatte, was man alles für Momente hatte, kleinere Themen, Gruppenphasen, Champions League, das macht ja alles eine Saison aus und nicht nur am Ende das Saisonfinale, letzter Spieltag. Und in den letzten 7 Jahren hast du ja auch mit den ganzen Mitspielern die BVB-Kabine geteilt. Kannst du ungefähr einschätzen, mit wie vielen Spielern die Kabine geteilt hast? Insgesamt? In den letzten 7 Jahren? In 7 Jahren. Also wir zählen auch dritter Torhüter und so Genau, mit rein. also wir nehmen jetzt wirklich jeden im Champions League-Kader auch mit rein, Testspiele. Wie viele BVB-Mitspieler? 75. Viel? Christoph, kannst du es gerne sagen? Ja, es sind 107 tatsächlich. Okay, also mich hat's total überrascht. Hätte ich nicht, also ich wäre auch eher so 70, 80 gewesen. Stell doch mal, also du musst jetzt nicht alle 107 durch den Kopf gehen lassen. Stell doch mal vielleicht deine BVB-Traumelf aus diesen Jahren zusammen. Ich würde mal sagen 4-3-3? 4-3-3, ja, ist wahrscheinlich am... Boah, da muss ich echt schwierige Entscheidungen treffen. Ja, ne? ich glaube schon beim Bitte begründe, warum Ja. du denjenigen rauskickst. Warum ich wen? einer muss weg, ganz anders. Einer oder muss was? echt, du mach einfach und dann Warum ich wen noch zicke? mach deine Startelf und dann gucken wir, was passiert. Ich mach's mir aber in dem Sinne ein bisschen einfacher. Ich werde wirklich 11 Jungs nehmen, mit denen ich zusammengespielt habe. Ich werde mich jetzt selber nicht damit mit rein positionieren. Torwart. Boah, das ist auch so, weißt du kannst das so aus neutraler Sicht oder aus leistungsanalytischer Sicht oder aus persönlicher Sicht ja auch einfach. Das ist immer so ein bisschen eklig, weißt du? Ja. Okay, im Tor nehmen wir, ja, ich habe jetzt viele Jahre mit Greg, ich habe sogar die meiste Zeit von den Torhütern mit Greg gemacht. Greg wird bei mir im Tor stehen. Linksverteidiger Rafa Guerrero. Mit dem ich einfach ich liebe den einfach, wie er drauf ist und wie er Fußball spielt. Innenverteidiger nehme ich tatsächlich habe ich sehr viele gute Innenverteidiger gehabt, aber nehme ich unser Champions League Innenverteidiger Duo Schlotti und Mats. Rechts einfach aus den Gründen, auch das fand ich eine absolute Waffe und hat mir auch sehr kurz noch mit ihm zusammengespielt, aber Ashraf. Kein Pischschuh? Ich habe es geliebt mit Pischschuh, aber was ich bei Ashraf so geil fand, wenn du wirklich mal unter Pressing standest, wusstest du, da ist ein Raum, ich spiele ihn rein, er läuft den. Der ist so schnell, der läuft den. Das impliziert, dass Pischschuh nicht gerannt ist. Pischschuh konnte viel laufen, aber er kann zum Ende seiner Jahre nicht mehr so schnell laufen. Das war der Unterschied. Ich hätte ihn, also in der Zeit, wo er mit Kura noch auf der Seite gespielt hat, da war das auch eine kleine Rakete, aber Ashraf war da nochmal Speedy. eine andere Qualität dann, was Rennen angeht. Haben wir? Genau, 4-3 habt ihr gesagt, ne? Ja. Okay, jetzt wird's interessant. Wie stelle ich das am besten auf? Im Mittelfeld überspringen wir, ich muss eben kurz erstens nach vorne gehen, Okay. weil dann Stürmer ist Erling gesetzt, meiner Meinung nach. Auch deswegen, weil ich habe mit Erling ja ganz viel Zeit auch verbringen dürfen in der Corona-Zeit, weil wir nur Zweiertrainings hatten. Und ich habe sehr, sehr viel Einzeltraining mit ihm machen müssen. Und gerade in so einer Zeit lernst du dann natürlich auch Leute nochmal anders kennen. Und das war sehr interessant tatsächlich. Unabhängig davon, was er als Fußballer darstellt. Dann würde ich gehen, gut, ich nehme Jaden, welche Seite ist mir eigentlich egal, mit rein. Aus taktischer Sicht, aus persönlicher Sicht. Ja, ich hab also grundsätzlich, das ist was, worauf ich tatsächlich sehr stolz bin. Ich glaube, in 7 Jahren gab es keinen Spieler, mit dem ich irgendwie Beef hatte oder irgendwie Stress hatte oder mit dem ich das Gefühl hatte, ich kann mich mit dem nicht an den Tisch setzen. Gar nicht. Also mit allen. Jeder ist auf seine Art und Weise ein bisschen
anders gewesen. Aber hättet ihr mich jetzt in einen Media Day gepackt und das wäre mir egal gewesen, wer dann neben mir stünde, ich wäre mit dem klargekommen und ich glaube, es wäre was erfolgreich, aber was Gutes wäre bei rumgekommen. Ja. Genau. Wen haben wir noch? Eine Flanke hast du offensiv noch frei. Ich glaube, ich gehe auf meinen kleinen Spezi. Ich glaube, ich gehe auf Karim. Ich nehme Karim mit rein. Das hat mir vielleicht viel Spaß gemacht mit Karim. Ich nehme Karim mit rein. Ich glaube, da sind wir auch gut besetzt mit einer doppelten Flügelzange. Viele würden jetzt sagen, warum nimmst du nicht Marco? Marco ist bei mir tatsächlich im Mittelfeld. Genau, Mittelfeld, habe ich jetzt schon angeteasert, Marco mit reinnehmen. Ich hoffe, ich brauche euch dazu jetzt nichts mehr sagen, dass ich mit Marco sowieso sehr lange Zeit verbracht habe, spezielles Verhältnis. Dementsprechend Qualitäten brauchen wir auch nicht drüber reden. Ich meine, am Ende hängt da seine Wandmalerei, hängt hier auch im Steuern. Genau, und dann haben wir noch zwei Mittelfeldspieler. Da nehme ich Jude mit rein. Ja, auch das, du hast es ja alles mitgemacht. Wir kamen als junger Spieler und die Entwicklung dann einfach so, ich meine, das ist ja das Schöne, wenn man dann 6, 7 Jahre hier ist. Also man sieht ja nicht nur, wie man sich selbst weiterentwickelt und selbst auch durch jede Phase irgendwie geht mit deiner Mannschaft. Ihr habt es ja jetzt selber gesagt, mit super vielen Spielern. Also du siehst ja auch einfach, wie junge Spieler kommen und dann auch reifen und dann aber auch wieder gehen. Und es ist schon sehr interessant. Jude war jemand, der einfach super schnell, also er hatte das Talent, einfach super schnell zu lernen. So, der ist super schnell gereift, super schnell erwachsen, Fußball gespielt, Körperlichkeit bekommen und dementsprechend, war der Rest hier dann auch sensationell. Mir bleibt noch ein Mittelfeldspieler. Und ich habe gerade ein bisschen eine Thematik. Wen haben wir noch alles da gehabt? Thomas Delaney fang an, Jürgen Weigel. Hat der Hut auch nicht da gespielt? Der Hut. Wer kam noch alles? Felix Metscher haben wir noch. Desia Sabitzer. Aus der Vergangenheit müsst ihr jetzt aber auch überlegen. Eigentlich hat Emre auch mal Mittelfeld. Ich nehme Emre. Einfach nur, weil das ist mein Kapitän. Der ist übrigens der, mit dem ich am längsten hier gespielt habe. Von allen. Der kam ein halbes Jahr später, der ist 6,5 Jahre jetzt schon hier. Also das darf man ja auch nicht unterschätzen. Der Kollege, mit dem habe ich hier die meiste Zeit verbracht. Der ist im Grunde genommen fast genauso lange hier wie ich. Mit dem auch durch alles gegangen eigentlich. Also alles, was ich hier erlebt habe, hat er eigentlich auch erlebt. Jemand, von dem ich sehr, 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 sehr großen Respekt habe. Für mich menschlich eine 1A, für mich auch ein Wahnsinnskapitän. Jemand, der Verantwortung übernimmt, jemand, der für die ganzen Jungs da ist, egal ob alt oder jung, der sich reinwirft, der sich aufopfert. Hat man ja jetzt auch an seiner Verletzung gesehen. Also der hat am Ende auch Minuten mit einem Kreuzbandriss hier weitergespielt. Ja, Wahnsinn, ja. Der dem bestimmt auch, wo es auch sicherlich Leute gibt, die ihm das, was er versucht, diesem Verein zu geben, das nicht danken. Davon bin ich überzeugt. Aber der darauf keinen Wert legt. Der da einfach sich selbst nicht zu wichtig sieht und zu wichtig nimmt. Und schon jemand, also die Wertschätzung, die er, finde ich, verdient hat, die kriegt er von mir. Okay. Und damit haben wir sie, die Traumelf von Julian Genau, Brandt. ja, Schön, jetzt haben wir Jan das so ein bisschen BVB. zusammengeschustert. Ja. Kurz noch eine Zwischenfrage dann. Ja. Hast du jetzt von den Spielern, die du jetzt da aufgezählt hast, hast du in den letzten in den Jahren was mitnehmen können? Ob es jetzt menschlich ist, technisch? Saugst du auch von dem Mitspieler dann was auf? Fußballerisch oder persönlich? Sowohl als auch. Das Ja. war, ich mein, Ja, es ist einfach, also, was heißt aufsaugen? Natürlich, du nimmst immer, glaube ich, von diesen ganzen Menschen, ganzen verschiedenen Spielern was mit, weil jeder auch seine Eigenarten hat.
Und der eine ist distanzierter, der andere ist ein bisschen näher an dir dran. Der eine ist, weiß ich nicht, der ist super verkopft. Der andere spielt aus dem Bauch heraus, aber lebt auch aus dem Bauch heraus. Der andere, der ist ein lustiger Typ. Der andere ist eher ein introvertierter Typ. Also, und du passt dich immer automatisch auch an die Leute so ein bisschen an. Und du nimmst auch vielleicht mal ein paar Eigenarten, nimmst du auch mal an. So, und für mich... Ich habe denen es wurde ja in den letzten Wochen so ein bisschen so eine kleine Sequenz geleakt, weil mein Freund Seru angefangen hat, da auf einmal Snapchat-Stories zu machen und ich war halt schon, sagen wir mal, fast duschready. Nee, aber worauf ich hinaus will, ist, ich habe dann zu den Jungs auch eine Sache gesagt, und das gilt genauso für dir, es gilt auch genauso für die Jungs, die jetzt nicht mehr da sind. Wenn sich eine Sache hier in dem Verein durchgezogen hat über Jahre, dann dass ich eigentlich, egal in welcher Saison, immer eine Mannschaft hatte, die, finde ich, intakt war, die füreinander gelebt und trainiert hat, die sich versucht hat zu helfen, wo ich das Gefühl hatte, dass es ein gesundes Inneres gab und trotzdem ein kompetitives. Aber wo ich das Gefühl hatte, du hast da eine Einheit, so ein bisschen. So, und das ist auf einem Niveau, wo es am Ende wirklich um Druck, wo es um Leistung geht, wo es am Ende auch um persönliche Befindlichkeiten geht, ist das nicht selbstverständlich. Und ich bin da sehr, sehr froh drüber, dass ich nicht in irgendwelchen Chaos-Truppen auf einmal mich vorgefunden habe, wo man das Gefühl hat, boah, wir müssen jetzt hier erst einmal gefühlt die ganzen Egoisten irgendwie einsammeln und irgendwie gucken, dass wir das alles unter einen Griff kriegen, damit wir daraus resultierend Spiele gewinnen. Und da habe ich mich in dem Video, das wurde dann ja nicht alles gefilmt, aber habe ich mich dann einfach bei den Jungs bedankt dafür, dass sie Teil von meinem Leben sind, von meinem Werdegang hier beim BVB und dass ich darauf sehr, sehr stolz bin, dass ich die Erfahrung halt mit den Jungs teilen konnte auf eine meines Erachtens gesunde Art und Weise. Und das gilt halt jetzt, wie gesagt, für auch alle Mannschaften und alle Jungs, die jetzt halt nicht mehr in diesem Verein spielen. Weil ich fand, das war seit 2019 so. Auch wenn sich jede Mannschaft ein bisschen unterschieden hat. Aber egal wer wo jetzt spielt, und bei den Höchsten, das sind alles gute Jungs. Es waren alle gute Jungs, das sind nach wie vor hoffentlich immer noch alles gute Jungs. Das ist ein bisschen schade, weil jetzt waren wir so ein bisschen deep und jetzt kommt so ein etwas oberflächlicher Block. Aber wir müssen ja weitermachen, weil du hast gerade auch schon dieses schöne Wort, was hast du gesagt? Media Day oder irgendwas? Also da tauchen wir jetzt so ein kleines bisschen ein. Content Day, ja, genau. Wir haben ja in 7 Jahren auch schon das eine oder andere Video mit dir gedreht. Ja. Min, fang mal an mit einem Format. Also eins meiner Lieblingsvideos mit dir, das war die Nummer mit der Handynummer, die wir vor 2 Jahren geleakt haben. Stimmt. Da haben wir, glaube ich, einen kleinen Ausschnitt, Bill. Ja, haben wir. Lass mal kurz reinhören. Wie kann man denn hier auf... Oha, tschüss. Oha. Sollen wir rangehen? Hallo. Oh, er hat aufgelegt. Hallo? Hier ist Julian, wie geht's dir? Warte mal kurz, ich muss einem auf laut machen. Ja, ich höre dich so schlecht, hier rufen so viele Menschen an, ich weiß gar nicht, was los ist. Das war ja für unseren WhatsApp-Kanal, wo wir da ein bisschen beworben haben, wo Sven, glaube ich, die Handynummer von Julian bekommen hat. Ja. Wir hatten Glück, ne? Ich habe das dann so ein bisschen, ich weiß gar nicht, ob wir das im Video da noch drin hatten. Ich habe dann natürlich gesagt, ey, pass auf, wir haben ein Schwein gehabt, weil das war dann ein sehr, sehr lieber Junge, glaube ich. Ja, genau. Voll. Und der war sehr respektvoll, aber der hätte natürlich auch irgendjemanden kriegen können, der dich komplett durchbeleidigt. Oder so. Warum auch immer, keine Ahnung, weil man einfach so Bock drauf hat. Und das wäre dann natürlich am Ende für die ganze Geschichte ein bisschen komisch gewesen. Aber ja, die waren sehr, sehr gierig auf die Nummer. Also ich kann dir sagen, das Telefon klingelt bis heute noch, weil unser Arbeitskollege das alte Handy, also die alte SIM-Karte genommen hat und wieder angemacht hat, weil die benutzen wollte.
Da fliegen immer noch Nachrichten. Das ist geisteskrank. Sie versuchen dich immer noch anzurufen. Aber das war eine schöne Nummer. Ja, vor allem das muss man wirklich sagen, auch von uns aus großen Dank, weil du bist ja auch echt ins Risiko gegangen, so wie du es gerade gesagt hast. Das hätte auch ein richtiger Bauchfletscher werden können. Ist es Gott sei Dank nicht geworden. Ich glaube, die zweite Person war auch noch total empathisch. Genau, und cool, ne? genau. Das waren zwei Die dann noch Personen. dran Das war gegangen der erste. Und dann mussten wir auch noch, weil die sehr jung war, die erste Person, so fragen, ob das überhaupt okay ist, dass wir das hier. Ja. Da gibt es noch ein zweites Video, ich mach mal weiter. Ja, genau. Das zweite Video, ich würde sogar sagen, die ganze Videoreihe hast du mehr oder weniger erfunden. Einer muss weg. Geht das auf deine Kappe? Ja, die Grundidee. Aber das halt haben wir mit David zusammen ausgearbeitet. Und da war es zum Beispiel hier im Vorteil, da hast du ja nochmal erzählt mit Marco. Mhm. Ja. Ihr habt einfach super harmoniert. Marco, du bist ja schon verheiratet. Ja. Jule, dir drücken wir einfach mal die Daumen, dass es auch jetzt bald mal irgendwann soweit sein wird. Was noch fehlt, sind die beiden Trauzeugen. Kai Havertz, dein Bruder Jannis oder Marco Reus. Einer muss weg. Boah, das ist aber auch brutal. Digga, wenn du jetzt meinen Namen sagst. It was at this moment that he knew. Aber das ist krank. In dem Moment dachte ich wirklich so, du hast mich geknallt, weil ich kann dich noch nicht nehmen. Weißt du was, weil ich kenne die anderen viel länger. Weißt du noch, wen du am Ende genommen hast? Ich habe meinen Bruder, glaube ich, rausgenommen. Ich musste so... Das ist halt immer Politik, ne? Ja, der saß neben mir in der Kabine. Weißt du was, das ist ja, also, ihr müsst das ja so verstehen, der Reus, der hat ja eine Waffe, der Typ. Und da kann alles passieren. Wenn ich Training habe und wir Training haben und der ist irgendwie früher geduscht, der fängt an, irgendeine Scheiße zu machen, weil der Typ, der arbeitet ständig bei dem im Hirn, aber halt mit dummen Sachen. Und am Ende, keine Ahnung, schmiert der mir irgendeine Scheiße aufs Auto oder so, was ich nicht mehr abbekomme. Und ich dachte dann so, ey, lieber gut halten, dass der nicht wieder seine Anfälle kriegt. Ja, das war schön. Dann schmeißt er den eigenen Bruder raus. Pass auf, er sollte eigentlich erst später kommen, aber weil du ihn gerade angesprochen hast, wir haben da tatsächlich eine etwas längere Botschaft sogar aus LA gekriegt. Ich habe es jetzt mal auf 2 Minuten 30 runtergekürzt. Ich habe Brand. Das war dein allererster Satz, lieber Jule, im BVB-Trikot. Herzlichen Glückwunsch zu einer geilen BVB-Karriere. Ich erinnere mich, wie du die ersten Tage am BVB angekommen bist. Die Sonne macht aber nicht viel bei ihm, ne? Kleiner Bub. Geht nix. Ja, schon sehr, sehr schüchtern, zurückhaltend. Warst ja jetzt nie der Mann der großen Worte und ich weiß, warum das 4 Minuten dauert. Der Kollege kommt nicht in den Trip. Das wirst du auch nie sein und das ist auch völlig in Ordnung und auch geil so. Aber du warst jemand, der auf dem Platz gesprochen hat und ich glaube, dafür wollte ich mich auf jeden Fall bedanken. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, mit dir auf dem Platz zu stehen. Ich glaube, dass wir uns sehr, sehr gut verstanden haben auf dem Platz, dass wir sehr, sehr oft die gleichen Ideen hatten. Und es hat Spaß gemacht, weil man immer wusste, da spielt jemand mit dir, der die gleichen Visionen hat, den gleichen Gedanken hat. Und das ist sehr, sehr schön gewesen mit dir. Du warst auch jahrelang mein Sitznachbar. Ich glaube, dass wir uns gegenseitig sehr gerne auf die Nerven gegangen sind, was auch dazugehört. Wir hatten sehr, sehr geile Gespräche gehabt, auch wenn es mal nicht so gut läuft, für einen persönlich. Haben uns, glaube ich, immer sehr, sehr gut unterstützt und wir haben uns immer, glaube ich, gefreut, wenn wir gemeinsam auf dem Platz standen und da versucht haben, erfolgreich zu sein. Und ja, das Kapitel BVB geht zu Ende. Und ich wünsche natürlich für die Zukunft alles Gute. Als allererstes natürlich Gesundheit, das ist das Allerwichtigste. Ich glaube, dass jemand wie du einen geilen anderen Ort finden wirst, um deine Karriere weiterzuspielen. Wir sehen uns hoffentlich wieder. Vielleicht kommst du mich ja mal besuchen. Vielleicht spielen wir auch noch mal zusammen, wer weiß. Man weiß nie im Leben. Aber dazu müsstest du dann hierhin kommen, falls du darauf Lust hast. Hier lässt sich auf jeden Fall sehr schön leben. Jetzt kommt der Abwerbungsversuch, wenn du Informationen brauchst, sag mir Bescheid. Ansonsten wünsche ich dir wirklich alles Gute. Viel Gesundheit und bleib so, wie du bist. Jule hat weiterhin Brand.
Marco, Digga. Aber das Geile ist ja, wenn du dieses Video siehst, guck dem doch mal nur ins Gesicht und der ist schon so, das ist ein Schelm. Ja, stell mir Das ist ein Schelm. Der hat schon, der guckt schon so rum, als wenn er so, boah, was kann ich jetzt so, wo kann ich jetzt ein bisschen Scheiße bauen? So, weißt du, was ich meine? Ja. Nee, aber danke dafür. Also sehr, sehr lieb, dass er sich Zeit genommen hat. Das kommt bei Marco nicht ganz so häufig vor. Der hat immer zu tun. Der ist auch schwer zu erreichen. Ich fand den Satz halt krass, dass er gesagt hat, du hast auf dem Platz gesprochen. Boah, das ist schon so ein bisschen Ritterschlag, ist das schon, oder? Das Problem, was ich schade fand, wir wurden ganz lange hier in dem Verein eigentlich so ein bisschen als dieselbe Position gesehen. Das heißt, es gab eigentlich immer nur ein Entweder-Oder. Mhm. Es war entweder Marco oder irgendwann am Ende war es dann so, spiel Julian. Aber so, ich hätte es mir gewünscht, dass wir, weil er es ja selber auch gesagt hat, öfter eigentlich zusammen auf dem Platz gestanden hätten. Weil irgendwann gewöhnst du dich natürlich auch aneinander und weil Training ist Training, aber Spiel ist Spiel. Und ich glaube schon, dass wir uns gut verstanden haben miteinander, aber das ist auch noch, dass wir uns auch noch hätten besser verstehen können. Aber ja, es war dann am Ende so ein bisschen uns bestimmt auch aus Gründen, aber ein bisschen vergönnt, so doch noch mehr auf dem Platz zu stehen und vielleicht noch mehr zusammen Dinge zu kreieren. Aber anscheinend dann demnächst bei LA Galaxy, wenn er sich abgeworben hat. Ja, wenn du noch Informationen brauchst, hat er, glaube ich, gesagt. Dann melde dich. Also die Profi steckt er sich ein, oder was? Nein, Marco ist am Ende ist der Anfang gewesen von allem, auch ein Stück weit, weil bei der Nationalmannschaft mich auch gut durchlöchert hat damals, als ich noch in Leverkusen war und jetzt in dem Sinne zumindest auch Teil des Endes ist. Aber wie gesagt, jemand, den ich immer am Herzen behalten werde. Ich glaube, da gibt es auch noch eine weitere Person. Vor 2 Jahren hast du im BVB-Podcast über Lukas Piszczek gesagt, es gab selten Spieler, vor denen ich so hohen Respekt hatte. Ja, und ich glaube... Das stimmt, ja. Das ist auch nach wie vor so. Der will das Kompliment zurückgeben. Julian Brandt, aka George Clooney. Jule, 7 tolle Jahre bei BVB. Ein paar von denen konnte ich mit dir in die Kabine verbringen, auf dem Platz. Du bist ein super Mensch, super Fußballspieler. Bleib so einfach, wie du bist. Ich wünsche dir in deiner nächsten Station nur das Beste, vor allem, dass du gesund bleibst, weil nur dann kannst du zeigen, was du in dich drin hast. Nur das Beste für dich. Dein Piszczu. Beste Grüße. Ciao, ciao. Piszczu, du spielst aber nicht in seiner Formation mit. Piszczu ist... Ja, es ist am Ende, das ist, was ich meine. Es ist schwierig, dann am Ende sich zu entscheiden. Aber das war wieder Corona-Zeit, sehr, sehr viel und engen Kontakt halt da waren 2 Spieler, die sehr, sehr eng, und mit denen ich eigentlich immer am Tisch saß. Das war Marvin Hitz und Lukas Piszczek. Ah, echt? Ja, und das war echt eine Zeit, die ich echt genossen habe, weil also Piszczu, Marcel Schmelzer auch übrigens, das waren so, wenn du hierher kommst und das wirklich so Jungs sind, die lange hier schon spielen, da brauchst du auch nicht mehr kommen mit, nee, aber jetzt hab ich mal recht auf dem Platz, weil das ist am Ende, die haben so viel hier schon durchgemacht, die sind von eigentlich aus der Phase, wo dieser Verein wieder erfolgreich wurde, in dem Sinne mit Champions League und, Titel unabhängig davon, aber auch so, dass der Verein eigentlich ja ein bisschen, das war ja so die Basis von dem, was jetzt hier einfach auch gerade stattfindet. Ja. Da waren die beiden einfach Teil davon und ich habe die größte Hochachtung davor, wenn ich überlege, die letzten 1-2 Jahre Piszczu, Schmelle, die auch dann körperlich Probleme auch teilweise einmal hatten, wie die trainiert haben, da gab es keinen Moment, wo du das Gefühl hast, oh, heute nehmen sie sich mal ein bisschen raus, heute machen sie mal ein bisschen Auge, weil körperliche Befindlichkeiten, was auch immer, sondern die waren bei dir in der Mannschaft und die haben alles gegeben. Und das hat dich so angestachelt, den einfach hinterher, also nach dasselbe zu tun. Und das hat mich extrem, extrem geprägt. So, weil für mich Marco war für mich so der Kreative, den lässt du einfach los. So, der Marco ist Marco. Und Piszczu und Schmelle hatten
andere Attitüde, die du bei Marco dann nicht gefunden hast, aber die am Ende quasi genauso den Fußball ausgemacht haben. Ne, und das, worüber wir am Anfang ja auch gesprochen haben, ne, über dieses Herzblut, Malochen, das hat Marco ja auch auf seine Art und Weise gemacht, aber da kommen wir jetzt wieder auf mein Thema so, er war selber kein Zweikämpfer oder hat jetzt da 1000 rote Karten bekommen oder welche weggewichst oder was auch immer, sondern er war eher für die Tore und zuständig. Und bei Schmelde und Pischu war das für mich, das war so das erste Mal, wo ich gesagt habe, krass, gestandener Spieler, jemand, der Dinge vorzuweisen hat. Und er macht genau das, was er wahrscheinlich vor 5, 6, 7, 8 Jahren auch gemacht hat. So, und einfach diesen konstanten Willen zu zeigen, konstante Leistung zu zeigen. Und da habe ich den Hut vor denen gezogen und deswegen Riesenrespekt vor denen nach wie vor. Also, du hast ja gerade gesagt, einer derjenigen, die ich hochachte. Ja. Beide. Definitiv. Und ich mache mal direkt weiter, wenn ich darf. Du darfst. Wir haben noch einen weiteren Schelm, der dir eine Videobotschaft geschickt hat. Mit dem standst du 200 Mal auf dem Platz. Der da. Hat's Mummels, jawohl. Herr Jule, oder ich muss ja sagen, der George Clooney ist Deutscher. Ja, das heißt, wie gut ich die erzogen habe, weißt du was, meine? Gibt's keinen Zweifel. Ich wünsche dir alles Gute für deine letzten Spiele beim BVB, die letzten Wochen. Wir vermissen es, glaube ich, alle, dich dort spielen zu sehen. Für unseren Verein in Schwarz-Gelb. Ich vermisse es, von die Ecken auf den Kopf serviert zu bekommen. Ich vermisse es, für dich verteidigen zu müssen, weil du mal wieder deine Gegenspieler laufen gelassen hast. So heißt, ich vermisse es, mit dir dumme und schlaue Gespräche gleichzeitig zu führen. Und freue mich, dich in Zukunft dann irgendwo anders zu sehen. Aber die 7 Jahre beim BVB waren top. Alles Gute, mein Freund. Worauf dir gefallen, dass du es jetzt gerade schon erklärt hast? Wo kommt der George Clooney her? Ja, warte mal kurz. Jetzt, eine Sache noch mal, jetzt erkläre ich die sofort. Ja. Aber vielleicht hat der Mats ja auch dann noch mal wirklich so richtig zurück zu seiner Hochglanzform gefunden, weil ich die Spieler dann laufen lassen habe und er alles wegverteidigen konnte. Weißt du, was ich meine? Es ist immer die Perspektive. Ja. Das ist aus der Situation entstanden, Marvin Hitz, Piszczek. Ich glaube, dass wir waren oft in der Kabine logischerweise und haben, wie es halt dann so auch, also das ist dann nicht groß anders als bei Amateurmannschaften. Man fängt da halt an, ein bisschen Blödsinn zu erzählen. Und wir haben bei uns in der Kabine halt eine relativ große Glasfront und irgendwann, ich weiß nicht, ich kam vom Duschen oder sowas und kämme mir meine Haare so ein bisschen nach hinten und hat dann irgendwann angefangen zu erzählen, dass ich quasi leichte Ähnlichkeiten hätte mit George Clooney. So aus ein bisschen Juck, so. Und dann meinte er, ja, was erzählst du da? Das hat doch gar nichts miteinander zu tun. Und dann fing ich an, weil der Marvin oder der Pischu stand neben mir und dann habe ich, kennt ihr diese Szene, diese Nespresso-Szene? Ja, klar. Und ich weiß nicht mehr genau, was er sagt, aber genau das, was er dann nochmal so sagt, so, was sagt er? Hilf mir, was war das noch? Das muss was. Ja, Nespresso what else? Und ich war dann da und in dem Moment hatte ich so diesen Moment, wo ich so dachte, okay, ich beweise es dir. Und dann war ich so und gehe so weg, damit er mich nicht sieht und mach so, Nespresso, what else? Und in dem Moment sind die so, weil die an diese Werbung logischerweise nicht gedacht haben und das nicht auf dem Schirm hatten, dass ich jetzt auf einmal anfange, mich wirklich in diese Rolle rein zu versetzen, ist das dann am Ende so bei denen wahrscheinlich hängen geblieben und ging dann los, dass mittlerweile, also selbst heute, wenn ich von Marvin Nachrichten kriege, schreibt er, hey George. Geil. Okay. Das sind aber auch die einzigen beiden, die das machen. Also das macht kein anderer, logischerweise. Aber das ist so unser Ding so und dadurch kam das war so der kleine Gag so dahinter, dass wie dieser Name zustande kam. Das muss man bei YouTube mit Produktplatzierung einblenden. Mist. Ja. So, ganz frisch eingetroffen, gerade eben noch aus Brake, sind die beiden Kollegen hier. Ja, das ist wirklich von heute, weil ist hier... Sieht man gar nicht, wer bei dem Media Day gemacht hat und wer nicht. Ne? Hi Jule, Hi. Hier ist BAB. Nach für mich 4 langen und schönen Jahren mit dir geht's dann hier bei Dortmund zu Ende. Mein Herz blutet, sein Herz blutet auch. Ja, was sollen wir großartig sagen? Es war eine schöne Zeit. Wir schätzen dich sehr.
wir haben auf jeden Fall sehr, sehr schöne Jahre mit dir gehabt. War sehr, sehr gut auf und neben dem Platz. Bist auf jeden Fall von der Mannschaft Top 3 nicht normalsten Menschen. Ja, 100%. Jetzt den Tick außen vorgenommen. Karim, Digga. Osaka. Wir sind dankbar, dass wir dich kennenlernen durften. Und jetzt gebe ich mal ein bisschen das Wort an Maxi. Julo Menach, waren schöne 2 Jahre mit dir, hat mir sehr viel Spaß gemacht und das, was Karim gesagt hat, das fühle ich genauso und wir wünschen dir auf deinem weiteren Weg alles Gute und mach's gut. Digga, Wie hat er dich genannt? Ach, Ja. Was Ja, ist das? TikTok Generation ist das jetzt. Zu alt. Das ist aber geil, dass den Karim das so triggert. Irgendwann bin ich mal in die Kabine gegangen und habe gesagt, wenn ich mich hier so umgucke, dann kann ich von mir behaupten, dass ich in der Top 3 der normalsten Menschen hier in dieser Kabine bin. Und darauf bin ich natürlich auf geisteskrankes, wie soll ich sagen, so Resümee gestoßen, weil die Leute dann am Ende gesagt haben, das stimmt gar nicht und so, du hast doch einen Knacks und so, dies und das und jenes. Und dann sind wir das mal durchgegangen und irgendwann merken die so, scheiße, wir haben ja schon ein paar Verrückte hier, so, weißt du? Und der Karim kann bis heute, der kann das nicht, ich habe dann gesagt, du bist auf jeden Fall ein bisschen verrückter als ich, also ein bisschen unnormaler, was auch am Ende muss man ja sagen, was ist unnormal und was ist normal, aber aus dem Spaß heraus und das ist so, glaube ich, so ein Thema, das lässt sich nicht ganz los. Ich habe noch eins, das ist aber keine Grußbotschaft, sondern so ein bisschen so eine Erinnerung, weil ich das neulich wieder gesehen habe. Den Clip wollte ich dir tatsächlich auch gerne nochmal zeigen. Cooler Moment, finde ich. Ein sehr spezieller Moment. Okay. Die Lache ist auch so geil. Wann hast du eigentlich für dich festgestellt, dass der Kollege hier rechts von mir eigentlich ein ganz guter ist? Wir haben da eben drüber gesprochen, krass, schon. Wie erzähle ich das jetzt schnell, ohne dass ich es wieder ausschweife? Aber ich bin ja im Grunde genommen jemand, der, wenn er jetzt neu zu einem Verein kommt, also erstmal sind wir auf die Erkenntnis gekommen, dass wir zur selben Zeit gekommen sind, 2019. So, und das war jetzt mir zum Beispiel gar nicht bewusst. Und irgendwann, ich bin jetzt zum Beispiel keiner, wenn ich jetzt neu in einen neuen Ort komme, dass ich dann alle in den Arm nehmen oder jetzt sage, hey, wieso, wir sind jetzt alle Freunde. Ja. Sondern das schleicht sich halt über die Zeit so ein bisschen ein. Und ich glaube, dass ich über die sogenannten, das waren ja nicht Media, Content Days, so heißt es ja bei uns, dann irgendwann gemerkt habe, dass mir der Content oder das Content machen mit Min, ich will nicht sagen, mehr Freude bereitet als mit anderen, aber dass das so gut matcht. Weißt du, was ich meine? Ja. Und es war jetzt nicht so, dass wir jetzt da groß irgendwie, keine Ahnung, jetzt auf einmal dann die dicksten Buddies waren, aber irgendwann kam dann Karim dazu und Karim ist immer wie so ein Türöffner nochmal so ein Stück gewesen. Und Karim ist auch sehr schnell super auf Bro und sowas. Und ich bin so ein bisschen mit ihm durch die Tür gegangen und irgendwann ging das halt los, dass wir dann angefangen haben, keine Ahnung, wenn jetzt auf den Platz gekommen sind und Min stand dann schon da, so, dann haben wir uns gefreut. Und ist dann irgendwann ja so, dass wir nochmal, keine Ahnung, was essen gegangen und. Und die Geschichte ist ja, dass Min uns dann gesagt hat, ja, er kann nicht mit. Nach Asien. Er war ja super gebrochen, weil wir haben viel über One Piece gesprochen und wir wussten, nach der Geschichte wird Japan das nächste Ziel sein. Und wir haben natürlich auch so ein bisschen so mitgelitten, weil wir dachten so, ey, scheiße, jetzt wäre so einmal die Option gewesen, von der Zeit auch her, dahin zu fliegen und er kann nicht, aus Gründen. Da, ne? Und dann standen wir da, hatten diese Trikot-Geschichte und ich guck so und ich denke mir, du bist halt in Bangkok und ich guck so, weil ich krieg das gar nicht so hin und Karim auch, der lost halt wie immer. Und ich guck dann und denke mir dann so, Min? Und dann sind wir halt so ein bisschen so, war das halt so geil, weil wir haben uns ja auch am Ende gefreut, so, weißt du, dass das alles geklappt hat. Wenn man einen alten Kumpel irgendwie 5 Monate nicht gesehen hat, dann denkt, was machst du denn hier? Ja, so, das fand ich richtig schön. Ja, schöner Moment. Ja, wie Jule gesagt hat, also ich war schon traurig, weil wir halt die ganze Zeit über, okay, ey, Osaka und One Piece, da war das erste Mal und so.
Und einen Tag vorher, das weiß ich ja noch, am 18.07. habe ich ja Geburtstag, wir sind am 19. geflogen. Am 18.07. habe ich die Verpflichtung für Seoul gemacht und dann kam die Nachricht mittags rein. Ey, yo, wir brauchen noch jemanden, der mit nach die Asia-Tour macht, weil jemand krank geworden ist. Und dann, na klar, habe ich zugesagt und dann halt diese Überraschung. Ich darf es halt sagen, ich glaube, für Julian ist es ein bisschen schwieriger, wenn er in Bangkok in so einem Tuk-Tuk sitzt und einfach in die Straße schaut und alles asiatisch aussieht, darf ich sagen. Da falle ich halt nicht auf. Was ist los, Committee? Ist doch so. Auf jeden Fall war es ein schöner Moment. Ja, aber ich muss... Guck mal, das ist so... Darf er das? Du darfst. Digga, Du darfst. Ja. Aber wie schade ist es, ich meine, Karim bleibt, aber Jule geht. Wie schade ist das? Da haben wir uns gerade schon drüber unterhalten. Also für die Leute, die jetzt beim Podcast zuhören, also ich bin jetzt heute schon den ganzen Tag mit Jule unterwegs, weil ich einen Vlog mache. Deshalb war der Tag auch lang. Genau. Ja. Da hat Jule was Schönes gesagt. Also Abschied hat was mit Wehmut zu tun. Aber warum muss das überhaupt so sein? Warum ist das nicht was Positives? Also es ist jetzt ein bisschen so, es kommt auf deine Perspektive an. Natürlich bin ich traurig, weil Julian in diesen 7 Jahren ein Freund geworden ist, wir auch uns privat gut verstehen. Es ist auch ein guter Arbeitskollege. Natürlich gönne ich ihm nur das Beste oder jedem Spieler, wenn jetzt auch Karim sein sollte, Max, egal wer bei uns in der Mannschaft. Wenn das der Weg ist, dann ist es der Weg. Aber ich denke, so mittlerweile, wir werden uns irgendwann wiedersehen. Beim Testspiel haben wir schon aus Spaß gesagt. Kleiner Fun-Fact, als Jude damals gegangen ist, habe ich dann gesagt, wir sehen uns im Champions-League-Finale wieder. Habe ich ihn geschrieben. Und dann ist es auch so passiert. Ja. So halt, ne? So schnell geht's. Also das ist Fußball, das ist crazy. Und ja, ich versuche jetzt einfach bis Frankfurt, oder beziehungsweise Frankfurt ist mein letzter Arbeitstag, die Zeit mit ihm zu genießen, alles was geht halt, ne? Ja, so viel dazu. Da ich ein bisschen Sorge habe, dass wir überziehen, muss ich dir noch eine letzte Frage stellen. Und zwar, hast ja noch ein Heimspiel, Freitag gegen Frankfurt, Flutlicht. Ich weiß nicht, ob du das jetzt schon mal im Kopf durchgegangen bist, aber du weißt ja, was wahrscheinlich auf dich wartet. Vorm Spiel, nach dem Spiel. Hast du dir vorgenommen, das irgendwie gar nicht an dich ranzulassen? Guckst du, wie es wird? Wie gehst du auf das Spiel zu? Einfach rein. Irgendwann, als ich mein erstes Bundesligaspiel mal bei Leverkusen gemacht habe, das heißt, da sagt man ja mal so, ins kalte Wasser werfen. Und so ist es eigentlich bei allen Situationen bei mir. Es ist so, ja, man kann sich immer so vorbereiten und man kann auch Dinge einfach, ich habe irgendwann mal einen geilen Satz gehört, so, man soll nicht so viel im Leben auch erwarten oder sowas, oder weißt du, auf sich so auf so super viele Dinge einstellen. Einfach so go with the flow, so, weißt du? Und dementsprechend kommt alles und dementsprechend, ja, ist es für mich auch so, ich bin immer nicht im Kopf dann schon irgendwann in 2-3 Wochen oder was passiert mal in 2-3 Jahren oder so, sondern es ist so jetzt. Und jetzt heute sitze ich mit euch, so morgen bin ich mit der Mannschaft, Donnerstag ist irgendwas anderes, Freitag ist ein Spiel, so, und dann gibt's dasselbe nochmal bei mir in Bremen sozusagen, mehr oder weniger. Dann sind natürlich nochmal viele familiäre Leute da. Ja. Und das ist einfach, das macht Bock, so, genauso. Und ich finde, genauso sollte man, oder so, wenn ich jetzt über mich selber springe, so sollte ich mein Leben als Fußballer leben. Und nicht so in so einem System und dann müssen wir das machen und dann ist dann das und dann machen wir Abschied und ich lese jetzt schon meine Karteikarten. Weißt du, das ist ja Quatsch. Ich wüsste auch nicht, wenn ich jetzt auf einmal irgendwas sagen müsste, was ich sagen müsste. Keine Ahnung. Kommt dann einfach oder es kommt halt nicht. So, Punkt. Ja, ich kann nach den Sachen, die wir mit dir aufgenommen haben, sagen, spontan kriegst du ganz gut hin. Ja, auf jeden Fall. Das schaffen wir. Ne? Also, dann stellvertretend nochmal wirklich danke für heute, danke für 7 Jahre. Hoffentlich noch 2 richtig erfolgreiche Spiele im BVB-Trikot. Ja. Und bis bald. Bis bald, so ist es. Nicht ciao, bis bald. Bis bald.